Hallo zusammen, Freunde, hier ist Olja. Wir machen Eis und eine Waffel in einer Tüte. Ganz ohne spezielle Formen oder Hilfsmittel. Buchstäblich in 10 Minuten aus 3 Zutaten. Dieses Rezept ist gerade sehr beliebt im Internet. Lass uns es ausprobieren. Funktioniert es wirklich? Den Link zur Quelle und alle Mengenangaben findet ihr in der Videobeschreibung. Zuerst machen wir das Eis. Die Sahnepackung gut schütteln. Einen halben Liter kalte Sahne, 33% Fettgehalt, in eine saubere, trockene Schüssel gießen. 150 Gramm Kondensmilch hinzufügen oder die gleiche Menge gekochte Kondensmilch für ein Karamelleis. Wenn keine Kondensmilch vorhanden ist, kann man Puderzucker oder eine leckere Marmelade verwenden. Für ein angenehmes Aroma eine Prise Vanillin oder einen Teelöffel Vanillezucker hinzufügen. Die Sahne mit einem Mixer aufschlagen, zunächst auf niedriger Stufe, dann schrittweise auf die höchste Stufe erhöhen. Wenn die Sahne sich nicht gut aufschlagen lässt, die Schüssel 10 bis 15 Minuten ins Gefrierfach stellen, damit die Sahne eiskalt wird. Die Sahne zu einer luftigen, lockeren Masse aufschlagen, also bis zu weichen Spitzen. In diesem Fall muss man die Sahne nicht zu stark aufschlagen. Statt Sahne kann man auch fette, hausgemachte Sauerrahm verwenden. So sieht das Ergebnis aus. 30 bis 40 Gramm Schokolade mit Nüssen in kleine Stücke hacken. Statt Schokolade kann man Oreo-Kekse oder frische Beeren und Früchte verwenden. Erdbeeren, Himbeeren, Kiwi, Pfirsiche. Diese einfach vorher fein hacken. Man kann auch 1 bis 2 Esslöffel Kakao hinzufügen, um ein Schokoladeneis zu machen, oder etwas Instant-Kaffee für einen Kaffeegeschmack. Insgesamt, Freunde, kann man mit diesem Rezept experimentieren und Füllungen nach eigenem Geschmack hinzufügen oder es einfach als helles Vanilleeis belassen. Jetzt brauchen wir Spritzbeutel, die Art, die zum Aufspritzen von Creme verwendet wird. Am besten eignen sich Einwegspritzbeutel der kleinsten Größe. Meine sind Größe S. Eine Tafel Schokolade in Stücke brechen. In jeden Beutel etwa 4 bis 5 Stücke, 20 bis 25 Gramm Schokolade legen. Als Experiment werde ich nicht nur Milchschokolade, sondern auch Zartbitter und weiße Schokolade verwenden. Insgesamt etwa 6 Spritzbeutel vorbereiten. Kochendes Wasser in eine kleine Schüssel oder einen anderen geeigneten Behälter gießen. Die Beutel mit Schokolade ins kochende Wasser legen, sodass die Schokolade vollständig im Wasser ist. Etwa 2 bis 4 Minuten stehen lassen. In dieser Zeit schmilzt die Schokolade. Die Beutel aus dem Wasser nehmen, dann mit einem Spatel oder den Händen die Schokolade gleichmäßig im Beutel verteilen, um eine dünne Schokoladenschicht zu erzeugen. Wenn der Beutel außen nass ist, trocken wischen. Wichtig: Wasser darf nicht in den Beutel eindringen, sonst kann die Schokolade stocken. Alle Beutel vorbereiten. Wenn man einen großen Spritzbeutel hat, die Sahneeismasse hineinfüllen. Falls nicht, kein Problem. Die Schokoladenbeutel einfach mit einem Löffel befüllen. Einen Schokoladenbeutel in ein Glas stellen und öffnen. Mit der Sahnecreme befüllen, andrücken und den Beutel zuknoten. Auf diese Weise das gesamte Eis formen. So sieht mein Ergebnis aus: 6 Eisportionen. Das Eis für etwa 2 bis 3 Stunden ins Gefrierfach stellen, bis es vollständig gefroren ist. Nach der Zeit nehme ich es aus dem Gefrierfach. Man sieht, dass das Eis fest ist. Die Idee dieses Rezepts ist, dass man das Eis aus dem Gefrierfach nimmt, den Spritzbeutel abzieht und genießt. Das Ergebnis ist ein sehr leckeres, hausgemachtes Eis im Schokoladenmantel. Es ist mäßig süß, nicht übermäßig, sehr sättigend und cremig, dank der Sahne. Objektiv gesehen gibt es kleine Eiskristalle in der Mitte, aber die stören überhaupt nicht. Die Schokolade mit Nüssen als Füllung knuspert angenehm. Wie man sieht, lässt sich das Eis leicht aus dem Spritzbeutel lösen, behält seine Form gut und die Schokolade bricht nicht. Es sieht sehr appetitlich aus. Der einzige Nachteil ist, dass die Seite, auf der es im Gefrierfach lag, etwas eingedrückt ist. Es schmeckt mit jeder Schokoladensorte, Vollmilch, Zartbitter oder Weiß,
Also ruhig experimentieren, einfach die Schokolade verwenden, die man zur Hand hat. Der einzige kleine Nachteil ist, dass es etwas unpraktisch zu essen ist, da die Schokolade in den Händen schmilzt. Das untere Ende in ein Stück Backpapier einzuwickeln, hilft dabei. Insgesamt ist es großartig geworden, eine dünne Schokoladenschicht außen und cremiges Eis innen. Das Rezept funktioniert. Wenn es euch gefällt, probiert es aus. Danke an alle, die dieses Video bis zum Ende geschaut haben. Wie immer bitte ich euch, mein Video mit einem Like und einem Abo zu unterstützen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch allen einen friedlichen Himmel über dem Kopf. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss.